vor 7 morgens. Wir sind super müde, aber natürlich super drauf. Exorbitant Bock, sage ich nur. Und wir fahren jetzt gerade nach Solingen. Ist das richtig? Nee, Amsterdam. Nach Amsterdam. Klein Amsterdam. Klein Amsterdam sagt man auch. Wer kennt's nicht, das für Kenner natürlich ist noch. Und wir drehen heute den zweiten Part von dem Inner Child Video. Den Story Part. Ich möchte nicht mehr reden. Es ist früh. Die anderen vielleicht? Guck mal, was dein Ziel des Tages heute ist. Mein Ziel des Tages ist, bei einer schönen Videoproduktion beizuwohnen. Mir das Loft anzugucken, was auf den Fotos schon ganz cool aussieht. Philipps Ziel des Tages. Oder warst du noch nicht fertig? Doch, ich war fertig. Alles klar, Philipp. Mit überlegen, wie viel von dem ganzen Mist, den wir überhaupt aufnehmen, ich ins Video schneide. Das ist viel Arbeit. Wir nehmen Es ist viel lustig. Mist Ich meine, wir nehmen noch mindestens, jetzt ist es 7:30 morgens, wir nehmen noch mindestens ein Du bist nicht Videomaterial dran, auf. Philipps Ziel des Tages, nicht Patricks Ziel des Tages. Das war schon. Ja, okay. Krickelziel des Tages. Wirklich schnell fertig werden, ungefähr ein Stündchen, möglichst lange im Hotelzimmer noch schlafen und dann auch heute Abend richtig schön losgehen. Ist das an? Wo sind wir hier? Ich habe schon wieder vergessen. Am Oberberger Busch. Petty, du musst ein bisschen mehr ins Bild kommen. Guck mal, du kannst ja auch einfach vor Krickel stehen. Das ist nicht das Problem. Schön ist. So, Raststätte Oberberger Busch. Ja. Wohin sind wir auf dem Weg? Auf dem Weg nach Solingen. Auf dem Weg nach Solingen. Oh, Franz! Jetzt noch mal in Ernst. Wir fahren nach Solingen. Da geht's zum Adams Loft. Hier unten ins Bild noch mal einblenden. Hier so. Also wir fahren Oder zwar wie sonst jeder YouTuber. Da. Ich weiß Oder es nicht. unten ihr in wisst den schon. Kommentaren. Wir fahren ins Adams Loft, das ist eine ziemlich geile Location, die ihr nebenbei auch buchen könnt, falls ihr Videos Richtig. drehen wollt, Fotoshootings machen wollt. Ich verlinke das mal hier unten, falls ihr es mal angucken wollt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ja. Geht heute Tag 2 von unserem... Morgen Tag 3 in Ennepetal, in der Nähe von Hagen. Da wird dann nochmal der letzte Rest gedreht, sag ich mal so. Genau. Große Finale quasi. Ja, weil unser Video wurde in 3 Teile gesplittet. Einmal das Performance-Video quasi, was ihr die ganze Zeit im Hintergrund sehen werdet. Und natürlich jetzt Part 2 und 3 und das besteht aus der Story, die im Vordergrund stehen wird. Wir sind selber sehr gespannt, wie es wird. Also wir haben schon die ersten Konzepte gesehen und gehört und auch natürlich das Performance-Video uns schon angeguckt. Das sah bis jetzt sehr vielversprechend aus. Wir sind auf jeden Fall ziemlich gespannt. Wir haben exorbitant Bock, kann ich da noch. Das ist die Eigenprozessionsspinnerzentrale. Eigentlich ein Prozessspinner. Ja, aber das ist so eine Stumm. Das Ission ist stumm. Das wissen viele nicht. Kickel, fahr einfach. Doch schnell, fahr einfach. Wir stehen jetzt hier am... Lustig, Kickel. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof in Solingen. Hallo. Auf jeden Fall warten wir gerade auf Tim. Der sich wahnsinnig freut, hat er gesagt. Ja, das tun wir ja auch. Also mittlerweile kann ich es kaum noch aushalten. Für die Leute, die sich fragen, Also es Tim ist ist schon- der junge Mann, der unseren Protagonisten verkörpern wird in dem Storyteil, der heute und morgen stattfindet. Und dadurch seinen ganz großen Durchbruch erfährt. Er hätte beinahe die Rolle in 300 gekriegt. Aber hat sich dann doch gegen 300 und für Privacy entschieden. Muss ich cutten. So, wir sind jetzt angekommen. Top motiviert. Also das da oben sieht ja aus ein bisschen wie so ein Loft. Kann das sein? Wie heißt der Bums gleich noch? Ihr seid ja lieb. Hi. Wunderschöne Katzen. Philipp links unten. Ein seltenes Phänomen, Philipp bei der Arbeit.
Links unten. Links unten. Ja, da. Nee, ja, ja. Weißt du, kommst du hier hin, guck dir die Scheiße an. Drehplätze Müssen verdichtet sein. Die Drehplätze. Boah, denn. Komm hier hin, guck dir die Scheiße an. Ja, keine Lust hier oder was? Ach Mist. Was ist? Jetzt bin ich da nicht mehr mit drauf. Kann ich verstehen, dass du da nicht mehr gehen möchtest. Ich mach hier, lehne hier mal ein bisschen die Tür an. Verhältnismäßig guter Zoom-Faktor. Oh Gott. Hallöchen, ja, ein erfolgreicher Drehtag geht zu Ende. Das klingt wesentlich professioneller, als ich es vor ein paar Jahren, glaube ich, für möglich gehalten hätte. Ich muss tatsächlich sagen, es war auch professioneller als ich dachte. Tim und Kathi haben einen Bombenjob gemacht. Wir haben auch ein bisschen was dazu geleistet, aber... Bei so einem One-Take-Video habe ich niemals erwartet, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also ich habe mir schon gedacht, dass ein bisschen was gemacht werden muss, aber jedes Mal, wenn die Kamera schwenkt, muss man darauf achten, dass die Szene präpariert wird von dem Fußvolk, was dahinter auch rumläuft. Und dass man hoffentlich auch gut in dem Video, was ich euch zusammengeschnitten habe, sehen kann. Also das ist schon echt auf Punkt genau quasi fast alle. Auf jeden Fall cool. Also ich habe schon gedacht, dass das geil wird. Die Location ist richtig Bombe gewesen. Ne, hier an dieser Stelle nochmal, ne? Ja. Hat man direkt am Anfang Bock da drauf gehabt. Hat nicht enttäuscht. Krickel, Patio. was sagst du? War begeistert. Du warst der Man of the Match. Ja, natürlich. Ich hatte mit Abstand, denke ich, auch den schwierigsten Job. Musste mit Zeitdruck klarkommen, musste konstant bleiben, stark bleiben. Ich musste körperlich aktiv werden. Auch deine Stimme. Ja, deswegen ja, körperlich aktiv. Ja. Hört man vielleicht jetzt aus. Ja, also ein bisschen angeschlagen ist es ja. Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen was der Stimme hören. War gut. Daraufhin würde ich sagen, Bevor wir anschließen, möchte ich kurz aufklären, falls es nicht klar gewesen ist, wie wichtig Christophers Job war. Er hat tatsächlich live seine Stoppuhr auf seinem Handy abgelesen und die vollen 10 Sekunden immer angesagt. Um den Ablauf nicht zu gefährden. Dafür Steht sogar extra. so, jetzt aber, ne? Auf einen erfolgreichen Tag. Was sagen Sie zum Zimmer? Überragt. Guten Morgen, Schatz, wie hast du geschlafen? Beschissen. Und du, mein Schatz? Ich habe gut geschlafen. Aber das liegt auch daran, dass ich verdammt müde war. Ich glaube, auch wenn neben mir eine Bombe eingeschlagen wäre, ich geschlafen hätte. Ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen Zeit überbrücken. Genau. Bevor es dann Richtung Hagen geht, wo dann der letzte Part des Videos gedreht wird, wo wir dann auch wieder uns mit Kathi und Tim zusammenfinden werden. Wir sind sehr gespannt, was da passieren wird. Also wir haben natürlich schon eine grobe Idee, was passieren wird, aber wie es realisiert wird, ist natürlich immer spannend. Vor allen Dingen, was für uns jetzt wichtig ist, wie überbrücken wir die Zeit bis dahin? Das heißt, wir haben noch knappe 5 Stunden, bis es erst losgeht. Wir können noch ein bisschen hier im Zimmer bleiben und dann werden wir uns sicherlich schon so langsam auf den Weg Richtung Hagen machen. Das Essen war sehr lecker. Ich hab mal eben hier einen Schwenk über das ganze. Unsere Vlogs werden Scheiße. Ansonsten ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende, würde ich fast mal sagen, auch wenn es jetzt nach Luxusproblemen klingt. Aber hier sind die Zeugnisse von einer dieser Nächte. Guckt ihn euch an. Wir hatten gestern noch die fantastische Idee, nach unserem kleinen Aufenthalt im Irish Pub einen Anstandsdöner beim örtlichen
Dönermann zu. Und dann waren wir schon so schlau und dachten, sind wir mal ein bisschen gesund und nehmen uns ein Falafeldürüm. Kein Fleisch. Das ist nicht so schwer im Magen, weißt du? Das war ein Irrtum. Können wir, glaube ich, alle so bestätigen. Aber der Junge hier, der hat sich hin und her gewälzt, die ganze Nacht. Und bei jeder Drehung seines Körpers hat es sich angehört wie ein Backstein, der mal klock, 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 klock hin und her gewendet wurde. Ja, und so fühlt es sich wahrscheinlich auch an. Wir hatten also alle eine etwas anstrengendere Nacht. Und da er dann so ein super wach war, hat er natürlich jede Bewegung und jedes Geräusch meines Körpers wahrgenommen. Extra oder nicht extra, jetzt sei mal dahingestellt. Ja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Bei den anderen beiden sieht es ähnlich aus. Ähnlich gut drauf. Bis später. Bis später. Wo geht's jetzt hin? Hallo. Na hallo, wo geht's hin? Oh, fuck. Wo geht's hin? Geht der Kofferraum zu? Ja. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Was sagst du zu den Zuschauern? Abfahrt. Ich hasse Krickel. Das ist in Ordnung. Das geht jedem von uns genauso. Aber wie komme ich damit klar? Was macht er da? Krickel hat gerade gesagt, es regnet, ich hole mir ein Skier. Was er aber tut ist, er setzt sich ins Auto und macht nichts. Weil die anderen, also alle anderen, mit Philipp und mir, filmen hier gerade ein Video. Also eigentlich filmt Kati. Krickel braucht einen Schirm. Krickel ist aus Zucker. Und aus Scheiße. Dann herum. Action pur. Sag mal, echt mit denen jetzt in Osnabrück, ne? Es hat sich nämlich ergeben, dass das Bürogebäude, wo wir eigentlich drehen wollten, leider nicht offen ist. Es ist nicht betretbar. Das ist nämlich das da vorne. Genau, da gab es jetzt leider ein paar Komplikationen. Aber wir konnten das jetzt so managen, dass wir in den Räumlichkeiten des CGM-Systemhauses, Werbung bitte hier, da können wir jetzt drehen. Die Räumlichkeiten sind sehr groß und geräumig, da können wir auch einiges machen. Das bedeutet natürlich, dass wir nach Osnabrück fahren müssen. Und morgen. Genau. Filmception! Hallo. Kathi hat sich ein bisschen verändert. Aber ich glaube vom Wesen her der gleiche. Ja. Arbeiten jetzt auch mal hier, ne? Ich hoffe, nach diesem Termin, nur weil er auf der Rückbank sitzt, weil er das normalerweise hasst bei kleinen Autos, hoffe ich, dass er Rückenschmerzen kriegt. So ist es hinten im Auto, was keiner weiß. Das war so geplant, weil ich sitze im Trockenen. Und das, meine Damen und Herren, nennt man Käfighaltung. Wie geht's dir? Ich nenne das ergonomisches Fahren. Das sieht super unbequem aus. Das ist mega bequem. Ergonomisches Fahren. Außerdem Du hast Kekse. Der Einzige, der arbeitet, ist Krickel. Oh mein Gott! Ich realisiere jetzt erst, dass es für ihn perfekt ist, dass er filmt. Es ist für ihn gar kein Problem, dass er seine Beine einziehen muss, weil ich erst dachte, das wäre ein Problem für ihn. Er sitzt jetzt im Trockenen. Letztendlich hat der Plan funktioniert. 9 Uhr zu Hause. Wir haben quasi Location Switch auf nach Hause geändert, weil wir die Band sind und bestimmen können, wie wir wollen. Das ist gelogen. Ja. Aber trotzdem sind wir die Band. Das ist nicht gelogen an der Stelle. Danke an dieser Stelle, dass das funktioniert hat. Wir haben nämlich auf einem Sonntag dort angerufen bei den beteiligten Personen. Grüße gehen raus, die Leute wissen Bescheid, wer gemeint ist. Danke. Ja, und dann schauen wir mal, wie das gleich Zustande kommt. zustatten kommt. Also wir haben da schon eine gute Vorstellung, auch die Sachen, die wir dort brauchen, sind theoretisch gegeben. Ja, ich denke, wir werden uns gleich dort nochmal wiedersehen. Und Schnitt. Ja. Schon wirklich Ambiente hier. Ich finde es sehr schön. Das ist völlig richtig. Ja. Vom Ambiente her schon schön. Das Ambiente nicht vergessen. Vielleicht sollen wir noch kurz auf das Ambiente zu sprechen kommen. Schon schön. Du kannst ihn resetten, indem du ihn auf den Hinterkopf haust. Perfekt. Ist schon schön hier, das Ambiente. Also, ich finde vom Ambiente her hier schon schön. Wir machen alles wie gerade eben, nur dass ich nicht so wichtig bin. Ready?